Und dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Es gibt halt gewisse Spielregeln und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich gehe kaputt darin. Viele lieben Schokolade. Knapp 100 Tafeln naschen die Deutschen durchschnittlich im Jahr. Schokolade kostet wenig, ist aber eigentlich besonders wertvoll, denn dort, wo der Kakao wächst, verbraucht er wertvolle Ressourcen. In erster Linie braucht Kakaopflanze sehr, sehr viel Wasser. Ungefähr, also für eine Tafel Schokolade braucht man etwa irgendwie eine ganze Schote und die Schote braucht etwa 1700 Liter Wasser. Das sind 9 Badewannen voll Wasser. Das ist eine ganze Menge und so viel braucht kaum ein Lebensmittel. Der Kakao für unsere Schokolade wächst in Monokulturen und kommt zu über 70% aus Westafrika. Dort hat unser Schokoladenkonsum bittere Konsequenzen. Für den Kakaoanbau wurden in den letzten 30 Jahren in Elfenbeinküste und Ghana, wo unser Konsumkakao angebaut wird, ungefähr 70% der Urwälder schon vernichtet. Und das ist natürlich eine Umweltkatastrophe. Und heizt den Klimawandel an. Über 70% des artenreichsten Regenwaldes wurden bereits zerstört und das darin gebundene CO2 freigesetzt. Und es gibt weitere Schattenseiten. Miki Mistrati ist Filmemacher und hat als einer der ersten mit versteckter Kamera das Elend des Kakaoanbaus dokumentiert. Ich habe durch meine Recherchen festgestellt, dass Kinderarbeit, illegale Kinderarbeit, bei der Herstellung von Schokolade ein riesiges Problem ist. Diese Bilder sind von 2008 und es ist bis heute unverändert. Die Kinder arbeiten auf Kakaoplantagen mit Macheten und ohne jede Schutzkleidung. Kinderarbeit gibt es überall an der Elfenbeinküste und in Ghana. Es ist harte Arbeit, vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang, mit hoher Pestizidbelastung. Laut der neuesten Zahlen sind es 1,6 Millionen Kinder, die in der Kakaoproduktion arbeiten. Das Problem können nur wir Verbraucher stoppen, indem wir keine Schokolade kaufen, bis die Schokoladenhersteller garantieren können, dass sie nicht durch Kinderarbeit produziert wurde. Er hat Kinder gefilmt, die verkauft oder geraubt wurden, die tausende Kilometer von zu Hause arbeiten, meist ohne jemals bezahlt zu werden. Sie kommen aus Mali, Burkina Faso und Niger. Die Kakaobauern kommen nicht ohne Kinderarbeit aus, ihnen bleibt selbst kaum genug zum Überleben. Die Schuld für die Kinderarbeit sieht Miki Mistrati bei den großen Konzernen. Diese Hersteller teilen sich den Kakao-Weltmarkt. Sie bestimmen den Rohstoffpreis und verdienen Milliarden. Wenn Sie im Supermarkt herausfinden wollen, ob diese Schokoladentafel frei von Kinderarbeit ist, drehen Sie die Tafel rum. Und wenn nicht draufsteht, woher der Kakao kommt, kann ich Ihnen garantieren, dass er durch Kinderarbeit hergestellt wurde. Denn dann kommt er entweder von der Elfenbeinküste oder aus Ghana. Es gibt nur ganz wenige, die sich aktiv gegen die Sklavenarbeit in der Schokoladenherstellung einsetzen. Kaum ein Hersteller kann ausschließen, dass seine Ware ohne Kinderarbeit entstanden ist. Auch Ökotest hat über die Jahre immer wieder Analysen durchgeführt und auch da hat die Schokolade eher dunkle Seiten. Wenn Ökotest Schokolade testet, kommt immer wieder raus, viele Proben sind mit Mineralölrückständen belastet. Mineralölrückstände können in Schokolade an jeder Stelle kommen, wo die Rohstoffe mit Schmierölen in Kontakt kommen. Es ist also völlig unklar, in welchem Produktionsschritt dies geschieht. Das kann sogar bei der Weiterverarbeitung in Deutschland sein. Fest steht jedoch, Mineralölrückstände in Nahrungsmitteln gelten als gesundheitsschädlich. Und es kann jede Schokolade treffen, egal ob teuer oder billig oder bio. Da zeigt sich ein generelles Problem der Schokoladenhersteller. Viele Anbieter wissen überhaupt nicht, wo ihre Rohstoffe herkommen, können ihre Lieferketten nicht komplett nachvollziehen. Das wird sich ohne Verbraucherdruck nicht bessern. Wir wollen ja alle süße Schokolade essen und wir wollen die auch mit gutem Gewissen essen. Deshalb müssen Verbraucher sich auch entscheiden können.
Durch unsere Kaufentscheidung können wir die multinationalen Konzerne dazu bewegen, die Kakaobauern vernünftig zu bezahlen, damit wenigstens das Leiden der Kinder ein Ende hat. Wenn Sie genauer wissen möchten, wie die verschiedenen Hersteller zum Thema Kinderarbeit stehen, können Sie das auf aktivgegenkinderarbeit.de nachgucken. Die gute Nachricht, es kostet uns nur Centbeiträge, mehr faire Schokolade zu kaufen. Schönen guten Abend, Evelyn Bahn, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei der Entwicklungsorganisation INKOTA, die die Kampagne Make Chocolate Fair koordiniert. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend aus Berlin. Frau Bahn, wie viel mehr müssten wir denn für Schokolade zahlen, damit die Bauern ein faires Einkommen hätten? Ja, dazu gibt es Berechnungen. Wenn eine Tafel Milchschokolade bei uns 1 Euro kostet, dann bekommen die Kakaobauern und Bäuerinnen in Westafrika rund 6 Cent davon. Und nach Berechnungen von NGOs müsste dieser Anteil, der an die Bauern geht, 3-mal so hoch sein. Ansonsten haben die Menschen kein existenzsicherndes Einkommen und es kommt zu Menschenrechtsverletzungen. Ja, und was heißt das dann für die Tafel Schokolade? Die müsste sich dann also um etwa 12 Cent verteuern. Das klingt und das auch nur, ja. Das klingt ja wirklich machbar. Das eigentlich auch nur, wenn der Einzelhandel und Schokoladenhersteller die Mehrkosten 1:1 an die Verbraucher weitergeben. Das klingt wirklich machbar. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Siegel. Lassen Sie uns vielleicht da mal drauf gucken. Diese beiden hier, die wir als erstes sehen, sind die häufigsten. Das ist einmal das Rainforest Alliance und das Fairtrade-Siegel. Wie sehen Sie die beiden Siegel? Ja, Rainforest Alliance und Fairtrade haben soziale und ökologische Standards festgelegt, zum Beispiel, dass Kinderarbeit und Regenwaldabholzung verboten sind. Beide Standards unterstützen zudem die Professionalisierung von Kooperativen. Das sind alles erstmal total wichtige Schritte, aber eben nicht ganz bis zum Ende gedacht. Denn bei beiden Siegeln wird kein existenzsicherndes Einkommen garantiert. Die Bauern haben viel Arbeit, um diese Standards einzuhalten, schaffen das zum Teil auch nicht wirklich. Und trotzdem bekommen sie trotz der Zertifizierung, trotz der Mehrarbeit keinen fairen Preis. Wenn wir uns jetzt mal die großen Schokoladenhersteller angucken, also Marktführer bei uns sind ja Milka und Rittersport. Wie machen die's? Rittersport nutzt insbesondere Kakao der Rainforest Alliance und Milka gehört zum Unternehmen Mondelez. Und auf den Produkten findet sich das Siegel CocoLife. Dieses CocoLife-Siegel ist ein unternehmenseigenes Siegel und wo wir einen Nachteil sehen, ist, dass die Kriterien nach außen total intransparent sind und wir wissen auch da nicht, welcher Preis, welche Prämien tatsächlich gezahlt werden. Also eigentlich dürften beide Unternehmen nicht wirklich behaupten, dass sie nachhaltigen Kakao verwenden, weil auch dort lebt die Mehrheit der Bauern und Bäuerinnen in Armut. Gibt es denn Marken, die mehr machen? Ja, es gibt beispielsweise das Unternehmen Tony's Chocolondies. Das ist ein Unternehmen, das zahlt einen höheren Preis, einen Referenzpreis für existenzsichernde Einkommen. Und damit ist schon mal eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um Armut zu reduzieren und dass Kinder nicht auf Plantagen arbeiten müssen. Total interessant ist auch das Fairhandelsunternehmen GEPA, findet man auch in vielen Supermärkten, weil die langfristige Lieferbeziehungen und partnerschaftliche Verhandlungen mit den Bäuerinnen und Bauern haben und das zu deutlich höheren Preisen führt. Ich fand das jetzt auch in dem Beitrag interessant, dass nochmal darauf verwiesen worden ist, dass viele Schokoladenkonzerne oft gar nicht wissen, woher ihr Kakao kommt. Das ist bei der GEPA anders. Und abgesehen von der fairen Preisbildung wird auch nach Bio-Richtlinien bei der GEPA produziert. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade bei Schokolade. Warum? Ja, wenn viele Pestizide eingesetzt werden, ist die Umwelt, die Biodiversität bedroht, die Böden werden ausgelaugt. Klar ist es auch klimapolitisch total wichtig, dass weniger chemischer Dünger und Pestizide eingesetzt wird. Aber wir müssen auch dran denken, Bäuerinnen und Bauern müssen Pestizide dann austragen und die sind ja so arm, dass sie sich oft keine Schutzkleidung leisten können. Und das trifft jetzt nicht nur Erwachsene, sondern im Kakaoanbau auch zunehmend Kinder, die mit den giftigen Substanzen in Kontakt kommen. Also deshalb ist Bio bei Schokolade besonders wichtig. Vielen Dank, Frau Bahn. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich will nicht auf einmal Pop machen und cool sein, sondern ich will machen, was ich will. Ich will Musik machen, die ich spüre und fühle. Die Schwerkraft und das Schlaf, Champagne in der
Es war wirklich ein Befreiungsschlag, weil man auf einmal gemerkt hat, hey, man kann halt doch auch echt sein.